So, darauf warten jetzt wahrscheinlich viele Leute auf dieses Video. Es geht nämlich um den BMW E30 Cabrio als Alpina mit den C2 2,7 Liter Motor. Also ich muss sagen, ich war überrascht. Ne? E30 Cabrio rauszubringen von MCG, cool. Ne? Eine günstige Variante halt, Alternative halt zu Otto und Co. Ich glaube, bis auf Otto hat ihn, glaube ich, sonst keiner rausgebracht. Und Norev wird bestimmt auch noch rausbringen. What's up? Der ist jetzt gerade erstmal als Oldtimer geworden. Ich denke mal, wir werden noch verdammt viel noch von dem Modell bekommen. Ob das MCG ist, Norev oder Otto, da wird also auf jeden Fall noch viel kommen. Der Ersteindruck, nicht schlecht. Man kann leider nichts öffnen, weder Motor, Kofferraumdeckel noch die Türen. Aber so sieht das eigentlich schon mal ganz passabel aus. Ne? Die Linienführung ist sauber gemacht. Ihr Alpina ist richtig geschrieben. Ja, ist soweit alles in Ordnung. Der kam jetzt hier auf den Schrott, weil der Spiegel abgebrochen ist mit der Seitenscheibe. Das war es eigentlich auch schon. Leider hat er hier keine Gurte, aber ansonsten sieht die Innenausstattung soweit ganz gut aus. Man hat zwar die Gurtschlösser reingemacht, hinten, vorne nicht. Da hat man die auch noch weggelassen, inklusive den Gurten. Ja, Antenne ist nur angedeutet. Das ist so ein kleines Stummelding da. Gut. Aber ansonsten eigentlich ganz schön. Mir ist nie aufgefallen, dass hier so C2 2,7 steht. Gut, aber wann habe ich mal einen Alpina gesehen? So. Modell kommt aus Bangladesch. Und ich bin auch schon irritiert, weil die Bangladesch-Schrauben fehlen. Die 2 Stück in der Mitte. Die sind jetzt nicht mehr da. Krass. Wie soll man dich denn noch als Nicht-Bangladeschi auseinanderhalten? Ist er überhaupt auf Bangladesch? Na? Da steht sogar noch nicht mal auf der Verpackung drauf. Das ist jetzt die Verpackung. Aber es steht nirgends was drauf. Made in Bangladesch, made in China, made in Tschechoslowakei, made in Jugoslawien oder was auch immer. Steht nichts drauf. Ha. Eigentlich habe ich gedacht, die müssen solche Angaben machen. Scheinbar nicht. Okay. Komisch. Aber die Chinesen schreiben immer unten drunter Made in China. Entweder auf dem Modellauto oder auf der Verpackung. Irgendwo steht immer Made in China. Bangladeschis machen das nicht, aber die Schrauben fehlen. Das ist verdächtig. Irgendwas stimmt hier nicht. So. Das ist wie so ein Markenzeichen der Bangladesch-Hersteller, dass hier beiden die 2 Schrauben für die Innenausstattung dran sind. So. Da hat schöne Alpina-Felgen drauf. So. Und die Innenausstattung ist festgeschraubt. So, das sind die Felgen. Das lasse ich erst als Ganzes. Die sehen gar nicht so verkehrt aus, ne? So mit kleinen Alpina-Zeichen drauf. Auspuffanlage sieht auch soweit gut aus. Hier ist zwar abgetrennt, aber mein Gott. Guck mal, sogar die Stoßstangen kann man abmachen. Krass. Das ist definitiv eine Steigerung von MCG. Wahnsinn. Bin echt extremst überrascht. Guck mal, sogar zweiteilig. Normalerweise machen die aus einem Guss, ne? Um halt Teile zu sparen. Weil man bezahlt ja in den Werken immer nach Teilen. Desto mehr Teile das Modell hat, desto teurer ist es. Klar, ist ja auch mehr Arbeit, ne? Mehr Teile zu produzieren und so und alles. So eine komplette Innenausstattung ohne Gurte ist natürlich Ticken günstiger wie mit Gurte. Ne, weil die Chinesen rechnen dann, oder die Bangladeschis rechnen halt jeden Arbeitsschritt einzeln. Ne? Klar, verständlich. Deswegen sage ich ja, hat das bestimmt Millionen gekostet, da Gurte reinzumachen.
kam die Stoßstange auch raus. Ich bin echt überrascht von dem Modell, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Positiv überrascht, ne? Und was jetzt das einzig Negative an dem Modell ist, dass er keine Gurte hat und dass nichts aufgeht. Auch von innen schön auslackiert. Nicht wie Burago früher gemacht hat, ne? Immer nur ein bisschen gemacht und Arschlecken. Der ist jetzt hier schon fast komplett auslackiert. Okay, das wird jetzt hier definitiv keine Wertanlage sein, ne? Davon wird es wahrscheinlich gefühlt eine halbe Million Modelle geben. Von den E30 hier. Also, eine Wertanlage ist es definitiv nicht. So, das ist die Innenausstattung, keine Gurte, kein Teppich, aber dafür ein Armaturenbrett mit angemalten Knöpfen und ein Alpina-Zeichen auf dem Lenkrad. Das ist schon mal ein gutes Aber. So, guck mal, der zerlegt sich schon fast wie alleine. Also, das ist definitiv kein Endgegner. Bisschen fummelig, ja, aber im Großen und Ganzen zerlegt er sich eigentlich richtig easy. So. Oh, wir sind auch schon fast durch. Die Türgriffe sehen nicht so aus, als könnte man die abmachen. Ich glaube, die sind aus eingegossen. So. Erfolgreich zerlegt, würde ich mal sagen. Nichts ist zu Bruch gegangen. Türgriffe sind aus Metall. So. Oh. Nummernschild. Das darf natürlich nicht fehlen, ey. 8 Minuten nur, da hätte der Hut auch zum Schlachttest gepasst. Ja. Springt ab und nimmt Farbe mit. So, das war's. Der E30 Alpina ist erfolgreich zerlegt worden. Hat Spaß gemacht, war gar nicht so schwer. Schönes Modell, schön verarbeitet. Ist jetzt kein perfektes Modellauto, aber finde ich für das Geld, was das kostet, ich glaube im Schnitt 40 bis 80, 60 Euro irgendwie so, ne? 40 bis 60 Euro irgendwie, so kostet der. Ist ja nicht schlecht, aber versucht den so günstig wie möglich zu bekommen, ne? Weil so hammergeil ist jetzt auch wieder nicht. Aber ansonsten schönes Modell für ein schmales Geld, sage ich jetzt mal, ne? Aber gut. Mal gucken, was noch auf uns zukommt mit den E30. Der Alpina ist ja schon mal ein guter Anfang. So, bis dann.